Herzlich willkommen zum heutigen Video. Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Schön, dass du da bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Ich bin noch nicht am richtigen Ort. Ich muss mich gerade kurz noch umsetzen, offensichtlich. So ist das, genau. Wir sehen so viele Dinge jetzt passieren, die ich vor 2021 bereits wusste, als ich Anfang Dezember für 5 Tage und Nächte in der Finsternis im Urwald in der Einsamkeit war, im Darkroom, bekam ich die klare Vision, was in den nächsten Jahren passieren wird und dass das alte System zusammenstürzt. Und genau das ist es, was wir jetzt sehen. Und jetzt ist es so, jeder Mensch lebt sein Bewusstsein. Wir sehen nur die Reflexion unseres eigenen Bewusstseins. Und solange ich noch glaube, außen ist die Realität und ich bin Opfer der Umstände, geht's einem jetzt schlecht und immer schlechter. Das ist aber kein Problem, sondern jeder Augenblick ist dazu da, dass du sagst, okay, Schluss, endlich. Schluss mit der Situation, die mich krank macht, die mich verrückt macht, die zu schwierig ist für mich. Ich will das nicht mehr. Ich greife jetzt die nächsten Schritte in mir auf und erweitere mein Bewusstsein. Ich lasse Neues zu. Dafür ist das da. Auf der anderen Seite für all die Menschen, die schon lange ihrer Intuition folgen, die schon lange angeschlossen sind an ihr Herz, die wissen, dass die Realität von innen ausgeht und außen eine Reflexion ihres Bewusstseins ist. Für die ist das jetzt immer mehr eine Zeit der immer größeren Freude und Entfaltung. Es ist das, was wir sehen, ist schon eine Folge jedes Einzelnen und seines eigenen Bewusstseins. Aber es ist eine gigantische Aufrollung, wo das alte System wirklich vor unseren Augen anfängt zusammenzustürzen, angefangen mit Amerika. Es ist großartig, was dort passiert, denn das sind großartige, unbedingt notwendige Dinge, die jetzt dort aufgegriffen werden mit klarer Strukturkraft, dass unsere Regierungen korrupt sind und nicht für die Menschen arbeiten, war mir schon als Kind klar. Und dass dort jetzt so hineingegriffen wird, war gleichzeitig meine eigene Entscheidung und deine auch und von vielen Menschen, bewusst oder unbewusst. Was hier passiert oder was jetzt auf der Erde einfach ist, dass die alten Machtstrukturen nicht mehr funktionieren, sondern jetzt vor unseren Augen einstürzen werden. Wir werden Dinge einfach erleben, die wir noch überhaupt nie erlebt haben. In diesem Leben nicht und auch in anderen Leben nicht. Aber dieser gesamte Wandel, der da passiert, ist gigantisch notwendig und unendlich positiv. Weil was wegbricht, ist das, was nicht mit der Liebe verbunden ist, was nicht mit dem, was wir wirklich sind, verbunden sind, ist. Das ist ein Bewusstsein, was wegstürzt. Das Bewusstsein, dass Geld die Welt regiert. Und wir alles dafür tun müssen, um Geld zu haben, damit wir die Dinge tun können. Es ist eine Realität, die nach außen gepolt ist und falsch gepolt ist. Die Realität ist, jeder Einzelne ist Schöpfer und er schafft durch seine Gefühle und Gedanken seine Realität. Wenn ich das handhaben kann, brauche ich nichts dafür zu tun, alle Fülle zu haben, außer die inneren Realitäten, das Innere zu aktivieren, was Fülle verursacht in uns. Und so zieht sich das durch alles hindurch. Und selbstverständlich ist es
so, dass auch das, was in Amerika passiert, nein, das ist ja gerade gut, dass das Leute sind, die selber aus der Wirtschaft kommen und Geld haben, denn die sind nicht in dem Sinne an Geld interessiert. Ja, auch wenn du jetzt denkst, hast du eine Ahnung? Die Medien tatsächlich, zum Beispiel in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, aber auch an vielen anderen Stellen, sind nicht die Quellen von Wahrheit, sondern die können wir nur finden innen. Was stimmt, können wir nur innen finden. Ja. Das weiß ausschließlich das Herz. Und in dieser Zeit ist es gefragt, dass wir nach innen gehen, nach innen erschaffen, innen die Wahrheit erkennen und von innen die Dinge angehen, auf die es jetzt ankommt. Alles andere macht uns verrückt, weil wir können ja gar nicht mehr sehen, ob das gerade von AI fabriziert ist. Wir können den, was weiß ich, allen Politikern alle Worte in den Mund legen und sozusagen quasi die das reden lassen, was wer nur will. Und das Entscheidende ist, wenn wir außen und nach außen gerichtet sind und den Dingen außen glauben, weiter glauben, macht uns diese Welt der Veränderungen verrückt. Auf der anderen Seite kannst du sagen, okay, das ist das größte Glück, was gerade passiert, weil es geht jetzt darum, tatsächlich konkrete Schritte zu machen und dem zu vertrauen, was du wirklich bist. Selbstverständlich weiß dein vollkommenes Wesen, wie du einen Körper bekommst auf der Erde und wie du sozusagen sogar in diesem Körper und der Körper wächst und du wie deine Organe funktionieren, wie dein Blutkreislauf funktioniert, wie dein Herz funktioniert, wie deine Atmung funktioniert. Ja. Stell dir vor, du wärst dafür zuständig. Da würde wahrscheinlich in der Regel nur Chaos bei rauskommen. Weil das, was wir nennen, wir sind, ist das, was wir im Verstand verstehen, was wir als Begriff über uns gemacht haben. Und jetzt ist natürlich die Zeit, sozusagen weit darüber hinaus zu gehen, als das, was wir bisher vielleicht gelernt haben, was wir im Spiegel sehen, das wären wir. Und in den Bereich hineinkommen, wo unser tatsächlicher Kraftbereich liegt. Die Sprache des Universums ist Energie. Das Herz ist in der Lage, Energie zu verstehen, der Verstand nicht. Wenn wir auf Energieebene gehen, können wir die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Keiner kann einen anlügen. Wir sehen an jeder Stelle, ob etwas stimmt oder nicht stimmt. Und hier liegt der Schlüssel der eigenen Verankerung für das, was im Moment gerade passiert, weil ich meine, es ist bunt, was außen passiert. Aber wenn ich die Verankerung in mir habe, kann ich mich an dieser Buntheit, an dem, wie beispielsweise in Amerika, was täglich da herauskommt, nicht? Das ist ja gigantisch, auch jetzt mit Elon Musk, der sozusagen in diese ganzen Bereiche hineingeht, wo die Gelder hingehen oder gegangen sind von der Regierung und also Billionen von Dollars bereits in 2 Wochen gefunden hat, die alle irgendwo an Kanäle gegangen sind, die eine einzige, logischerweise nichts anderes als Lügen, also Lügenmärchen, Fraud, was ist das? Das ist, ja eben, also dass etwas anderes erzählt wird, als was die Realität ist. Da sind ja unglaubliche Sachen rausgekommen. Jetzt ist zum Beispiel so jemand wie ich habe das immer schon gesehen, dass das so ist. Und habe immer schon gesehen, dass da Machtstrukturen drunter liegen, die die ganze Welt auf einer gewissen Ebene manipulieren. Mein letztes Buch, also ich habe ja auch gerade vor 1 Woche mein erstes Kinderbuch rausgebracht, aber mein 3. Buch, richtiges Buch, ist Mitte Dezember rausgekommen. The Great Awakening of Mankind, das große Erwachen der Menschheit, in Englisch und in Deutsch. Und das ist ein Download gewesen aus meinem wissenden Anteil. Und dort kommt ja ganz klar alles, was mit Deep State zu tun hat, Kabal zu tun hat, mit den ganzen Strukturen, die über die Bloodlines, die Blutlinien, die Elite und diese ganzen Dinge, um mal ein paar Namen zu nennen, zu tun hat und wie diese Machtstrukturen und drunter die ganze Erde manipuliert hat und auch eben ja versucht, die Erde zu manipulieren und wie das
das ist natürlich schon vor einiger Zeit auf energetischer Ebene sozusagen um die Erde herum entfernt worden, beziehungsweise nicht. Das ist das, was wir jetzt sehen an Strukturen, die zusammenstürzen, weil diese Machtsysteme nicht mehr funktionieren. Und das ist ein absolut gigantisches Fest, und auf Seelenebene bist du hier inkarniert für dieses große und großartige Millionen, Jahrtausend Ereignis. Denn so etwas haben wir noch nicht gesehen. Natürlich passiert das auf allen verschiedenen Ebenen, weil, wie gesagt, es gibt nicht eine Erde, es gibt viele Parallelerden. Und jede Erde ist mit einem bestimmten Bewusstsein verbunden, und auch jede Timeline ist mit einem bestimmten Bewusstsein verbunden. Und wir können auch in einem bestimmten Frequenzbereich Realitäten verändern, beziehungsweise eine Parallelwelt verlassen, in eine nächste hineingehen, eine Timeline verlassen, dann auf eine nächste Timeline gehen. Also genau genommen springen wir sowieso Timeline ständig, weil wenn ich, sagen wir mal, in die Falle meines Verstandes reinfalle und sozusagen in die Panik und Angst verfalle, bin ich auf einer ganz anderen Timeline unterwegs, wie wenn ich in die Verankerung von meinem Herzen gehe, was eine ganz andere Sprache spricht. Das Ganze ist gleichzeitig auf höherer Ebene tatsächlich auch nichts anderes als ein Spiel im Bewusstsein. Oder du könntest sagen, wir sind Consciousness, Bewusstsein, und haben in diesem immer größer werdenden Bewusstsein, je höher das Bewusstsein ist, umso mehr sind wir Oneness, Einheit. Je mehr wir runter zur Struktur von Persönlichkeit und Rolle im Körper kommen, umso mehr spaltet sich Bewusstsein ab in niedrigeres Bewusstsein. Ja, was wir im Verstand haben, womit wir das Bild dritte Dimension zusammenhalten, was wir hier sogenannte Realität erfahren, ja, umso mehr fühlen wir uns separiert und sind Opfer der Umstände. Und je mehr wir einladen, zum Beispiel unser höheres Selbst, ein höheres Bewusstsein von uns, die Energie, was ich auch nenne, was vor der Geburt schon da war, was durch unten drunter im Leben anwesend ist und was auch, wenn wir den Körper ablegen, in gleicher Form da ist. Das ist zum Beispiel ein ganz anderes Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein können wir anzapfen, indem wir in unser Herz hineingehen. Es ist sozusagen und die Energie wahrnehmen. Nur das, wie gesagt, das Herz ist in der Lage, die Sprache der Energie zu verstehen, beziehungsweise auch über die Gefühle und Emotionen sozusagen eine Navigation zu erfahren. Denn wenn wir, alles, was wir emotional auch erfahren, hat gleichzeitig damit zu tun, auf tiefer Ebene mehr mit uns verbunden zu sein oder überhaupt nicht mit uns verbunden sein. Wenn ich krank, depressiv und sozusagen voller Angst bin, bin ich einfach nur nicht verbunden mit dem, was ich bin. Während wenn ich begeistert, glücklich und Klarsicht habe, dann bin ich mit dem verbunden, was ich wirklich bin. Du kannst auch sagen, okay, hier ist jetzt eine Zeit, wo wir sozusagen wo es wirklich entscheidend ist und immer entscheidender wird, dass wir unseren eigenen Verstand sehen können und auf unseren Verstand nicht reinfallen. Denn der sucht natürlich, dich in jedem Augenblick unter Kontrolle zu haben, indem er dich in die Angst schickt und sagt, draußen ist aber die Realität und du musst aufpassen und das und so weiter. Und die ganze Programmierung, wodurch wir überhaupt nur diese ganzen Dinge erfahren können, hier auch die Schwierigkeiten erfahren können. Ja, und wenn wir jetzt sozusagen in unser Herz gehen, sehen wir, ich sage jetzt mal, wenn wir ein Leben hätten ohne Verstand, dann gäbe es keine Probleme, gar keine. Nicht ein einziges. Ja, ich durfte gerade vor ein paar Tagen jemanden kennenlernen, der mit den Aborigines zu tun hat und der selber auch im früheren Leben damit zu tun hat und der mir sehr ausführlich wieder von dieser Kultur zum Beispiel erzählt hat, die angeschlossen ist. Nicht in allen Bereichen mehr bei den Aborigines, aber
wenn du in Tribes kommst, die noch sozusagen wirklich das alte Wissen verkörpern, die wissen ja alles, die sind telepathisch mit allem verbunden, die wissen, was überall auf der Welt stattfindet und die sind ganz mit der Natur verbunden und da sitzen die ganzen Sachen ineinander, zum Beispiel. Ja. Und das ist das Wissen aus dem Herzen. Ich selber wurde ja 2006 innerlich mit meinem vollkommenen Teil in mir angebunden, ohne dass ich das gesucht habe. Und das war dann der Moment, wo ich immer mehr gelernt habe, das Wissen von innen zu nützen. Weil einfach, wenn ich das gemacht habe, was ich von innen gehört habe, wenn ich gefragt hatte, dann sind einfach unglaubliche Wunder in meinem Leben passiert. Ich habe dort gesehen, wie immer der Verstand das attackieren will und sagt, das geht nicht und das funktioniert nicht. Und je mehr du lernst, sozusagen dem Verstand nicht zu folgen, sondern dem, was von innen ist, umso mehr wirst du frei und brichst raus. Und ich meine, mein Leben ist unglaublich wunderbar. 2019 sind wir dann ja auch genau rechtzeitig vor Covid aus Europa weggezogen. Mit einem One-Way-Ticket, weil dieses Wissen von innen natürlich schon wusste, dass wir gar nicht zurückkommen. Auch weil Covid dann ist und auch weil unser Lebensweg woanders hingegangen ist und sind dann wirklich an eine Stelle in Asien geführt worden, wo wir das zauberhafteste Covid der Welt erfahren haben. Beste Zeit von jemals. Und das sind ja alles Fragen des eigenen Bewusstseins. Also wenn ich jetzt wähle, nicht mehr der Angst zu folgen, sondern meinem Herzen, der Energie und dem vertraue, bist du sofort raus aus den Dramen und aus den Schwierigkeiten. Und du kannst sagen, auf der einen Seite ist es so, du kannst sagen, es ist eigentlich, wo wir drinnen sind, Kali Yuga, Ende und reinkommendes Wassermann-Zeitalter ist vergleichbar und der gleiche Punkt wie Atlantis, bevor Atlantis unterging. Ja. Damals kam der Verstand rein und hat sozusagen die Menschen aus dem Herzwissen herausgeholt, sagen wir mal ganz grob schnell gesagt. Und das hat zum Untergang geführt und auch zum ganzen Kali Yuga, dem dunklen Zeitalter. Weil das Verstandesbewusstsein ist natürlich etwas, was sozusagen in die Trennung geht und wo die Abilities, die Fähigkeiten, die natürlichen Fähigkeiten von Menschen restlos weg sind. Denn die Zivilisation vor Atlantis und Lemurien war ja viel, viel höher und evolveder, also viel mehr, wie sagt man, die Menschen konnten viel mehr Dinge, wie sie dann danach konnten. Und jetzt entstehen wir wieder an dem gleichen Punkt. Das wird auch mit Polsprung sich zusammenfügen. Ja, weil der Pol springt von Verstand zurück ins Herz, wo wie damals der Polsprung auch passiert ist, raus aus dem Herz in den Verstand. Aber davon habe ich auch schon gesprochen. Und der Punkt ist es ist an jedem Einzelnen zu wählen. In jedem einzelnen Augenblick. Wir haben jedes Mal wieder die Möglichkeit. Im großen Drama wird in jeder Sekunde der Verstand sagen, es ist alles eine Katastrophe und du musst und es ist schlimm und schau hin und was passiert. Aber was tatsächlich passiert ist, wenn ich meinem Verstand glaube, ihm folge und vertraue, dann erschaffe ich das, wovor ich Angst habe. Derweil, wenn ich anfange, das zu beobachten und zu sehen, wie er funktioniert, aber da mich rein ankere in mein eigenes Herz, dann und dem folge, was mein Herz sagt, ja, dann sehe ich, dass ich hier unmittelbar den Weg raus aus allen Dramen habe und rein in die Freiheit. Und wenn du jetzt sagst, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll, dann geh auf meine Website. Ich habe 36 Kurse zu dem Thema. Alle auf Spendenbasis und ich starte jetzt am 24. Februar wieder einen neuen Kurs, wo du live mit einer Gruppe dabei sein kannst, wo Design dein Leben und zwar aus der Anbindung deines eigenen Herzens. Geh also aus der Situation von außen nach innen. 2020 wurde mir ja von den Plejaden gesagt, es geht darum, die neue Welt von innen zu erschaffen. Und es geht auch darum zu erkennen, was dein Anteil ist an dem, was da gerade außen passiert.
Auf der einen Seite vielleicht durch das, wovor du Angst hast, was du gerade manifestierst, beziehungsweise was du bewusst umgekehrt manifestierst. Und hier liegt dein Schlüssel, deine Verantwortung, dein entscheidender Punkt. Nicht aus deiner Verantwortung herauszufallen, sondern jetzt deine Verantwortung aufzugreifen und zu erkennen, okay, was hat denn das Außen mit meinem eigenen Glauben an das, was passiert, zu tun? Und wie gesagt, jeder Einzelne wird die Welt anders sehen, weil jeder sieht die Welt mit seinem Bewusstsein. Ja, und das ist sehr, sehr verschieden. Aber im Kern ist jeder vollkommenes Bewusstsein und macht diese Erfahrung Mensch hier auf der Erde. Und du hast also gleichzeitig jetzt die Möglichkeit in den Schwierigkeiten, und die Schwierigkeiten werden immer stärker, bis du den Schritt machst, raus, rein in dein Herz. Und insofern ist das Ganze ausschließlich gigantisch positiv, auch wenn es unvorstellbar turbulent aussieht. Der dir die größten Probleme macht, ist dein eigener Verstand. Der kotzt dir die Hucke möglicherweise voll und sagt, alles geht unter. Schau, was da passiert, und die Medien sagen. Und es geht genau da drinnen darum, okay, ja, alles gut. Alles gut, der muss so reden. So hält er mich in den Rahmen. Aber ich bin jetzt bereit, raus in mein eigenes Paradies zu gehen. Ich gehe in mein Herz, ich gehe in die Meditation, ich gehe in die Ruhe, ich gehe in die Stille in mir. Gehe raus aus der ganzen Geschichte und frage mich, was ist es, was ich wirklich will, und fange an, das zu fokussieren. Und du wirst sehen, was du fokussierst, wächst. Und damit, wenn du mal wirklich im konkreten Leben erlebst, dass das, was du von innen erschaffst, deine Realität verändert. Und ich habe das so viel schon erfahren. Verstehst du, was ich sage? Sage ich nicht einfach so, weil ich das gelernt habe, sondern weil ich es lebe. Und meine Frequenz ist auch anwesend. Du spürst, dass das, was ich sage, wahr ist. Weil es in meiner Frequenz ist. Und wenn ich erlebe, okay, ich kann wirklich die Welt verändern, und zwar in die Richtung, wie ich sie haben will, und das ist auch meine Aufgabe jetzt, durch meinen Fokus, durch eine Änderung in meinem Bewusstsein, so dass mir eine andere Realität begegnen kann. That's it. Das ist die Botschaft vom heutigen Tag. Das ist dasjenige, wo ich dich dran erinnern will. Denn du weißt ganz genau, du bist genau für jetzt gekommen. Du weißt ganz genau, dass auf tieferer Ebene für dich das irrsinnig besonders und spannend ist. Und es ist ein hohes Privileg, dass du hier bist auf der Erde. Und du hast unglaublich viel dafür getan, jetzt da zu sein und inkarniert zu sein. Und es geht um dich, und es kommt auf dich zentral an in deinem Universum, dass du dein Bewusstsein so erweiterst, dass die Welt sich so verändern kann, wie du sie sehen willst. In diesem Sinne, verteile dieses Video, wo du nur kannst. Gebe deinen Daumen hoch. Klicke, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, tu das, so dass diese Nachricht weit auf YouTube sich verbreitet. Und schreibe mir dann in den Kommentaren, wie es dir im Moment geht und wie es in dir sich anfühlt, was ich jetzt hier gesagt habe. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, dass du bisher gehört hast, und ich freue mich von ganzem Herzen auf dich das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.